Heute stelle ich dir den Deflektor von KGU Music für dein Trompetenspielen dar. Ihr seht, ich habe diese transparente Acrylscheibe schon an meine Trompete gebaut. Einmal zeige ich es euch näher. Wir haben letztendlich eine Scheibe und darauf verschiedene Löcher, um eben dieses Teil an jede individuelle Trompete anpassen zu können. Hast du einen großen Trichter, einen kleinen Trichter, dieses Teil kannst du an jede Trompete anpassen. Und wir haben da oben diese Kunststoffschrauben, die sind hier unten fixiert und man kann das Ganze auch für den Transport dann letztendlich einklappen, damit man eben nicht das Ganze kaputt macht. Ihr seht es, dann ist es eingeklappt und auch leicht zu verstauen. Also, wofür benötige ich jetzt diese Acrylscheibe beim Trompetespielen? Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr seid mit einer Band unterwegs, mit einem Ensemble, mit einem Orchester, Freiluft, Open Air, Instrumente, die elektronisch verstärkt oder abgenommen sind. Und wir als Bläser sind oft in der Position, dass wir zwar ein Mikrofon auf der Bühne haben, aber über die Boxen, Monitore etc. sind wir nur sehr schwer zu hören. Das heißt, ich als Bläser gebe immer mehr raus, als eigentlich notwendig ist. Der Techniker dreht dann einfach etwas runter, es kommt draußen ein runder Sound an, aber nach einer Stunde bin ich fertig, weil ich so viel Energie ins Trompetespielen investiert habe, um das Gefühl zu haben, ich kann mich hören. Und hier mit dieser Scheibe kriegst du, wenn du was rausgibst, einen gewissen Teil zurück auf deine Ohren und bekommst hier ein wesentlich besseres Gefühl für das, was du mit der Trompete nach außen spielst. Deswegen ist es ja auch so gut, dass hier eine Aussparung ist. Hier geht der Sound raus, ganz normal wie beim Trompetespielen eben auch, aber durch die Reflexion des Schalls gegen diese Acrylscheibe zurück auf deine Ohren haben wir ein wesentlich besseres Feedback für unser Trompetespielen in so einer Situation und wir können dementsprechend ausdauernder spielen, weil wir einfach Kraft und insgesamt einfach ökonomischer spielen. Eine super Sache. Aber nicht nur bei Live-Auftritten oder Spielen in der Band ist diese Scheibe von Vorteil, auch beim Üben. Wieso? Letztendlich ist es ja so, wir stehen immer hinter unserem Instrument und spielen nach außen. Jetzt können wir natürlich in einen Notenständer reinspielen, um auf ein ähnliches Ergebnis zu kommen. Das Problem ist aber immer, ich muss dann in dieser Position verharren, verspanne mich eventuell und schaffe es nicht, dass ich permanent eben den Sound, den ich nach außen gebe, auf meine Ohren zurückbekomme. Man kann natürlich gegen eine Wand spielen, man muss sich aber dann meistens etwas verbiegen, steht im Hohlkreuz etc. Man spielt in den Notenständer rein, bückt sich etwas nach vorne, auf Dauer auch keine Lösung. Und wenn ich vorne an eine Trompete was ranbaue, wie zum Beispiel diesen Deflektor, kann ich auch beim Üben den gleichen Effekt erzielen wie bei Live-Auftritten, nämlich das akustische Feedback, ob zum Beispiel Nebengeräusche, ein Rauschen, Störgeräusche im Ton sind. Und allein dadurch, dass ich diese wahrnehme, wirst du bemerken, dass du beim Üben automatisch den Klang suchst, in dem eben diese Störgeräusche, Nebengeräusche nicht zu hören sind und somit verbesserst du automatisch dein Trompetespielen. Wenn du also zum Beispiel diese mittlere Position benutzt, ich habe hier 1, 2, 3 Aussparungen und ich nehme immer zum Üben die mittlere. Die vorderste, die ist ziemlich laut, die mittlere reicht komplett aus und die entfernteste, naja, da hat man einfach weniger Feedback, aber letztendlich auch etwas. Mir ist immer die mittlere Position die angenehmste. Und ihr werdet jetzt merken, man hört keinen Unterschied. Jetzt mache ich das Ganze einmal ab übers Mikrofon, hier wird es überhaupt keinen Unterschied geben. Aber für meine Ohren hier hinterm Instrument ein riesengroßer Unterschied. Ja, mit einer Hand kann man das Ding hier festmachen, überhaupt kein Problem. Ist für meine Ohren jetzt in dem Fall sogar ein bisschen zu laut. Das heißt, wenn ich jetzt üben würde, würde ich das Ganze eine Stufe leiser machen. Super angenehm für meine Ohren und ich habe sofort ein gutes Gefühl. Jetzt im Vergleich hört sich das freie, offene Spielen sogar etwas dumpf an. Das heißt, ich habe hier sogar einen lebendigeren Sound während dem Üben. Super, also allein dieses Feedback macht schon Spaß beim Üben.
Und man hat einfach eine gute Tonkontrolle, eine gute Kontrolle über die Qualität seines Trompetensounds. Kennt ihr den Deflektor oder ähnliches? Dann schreibt doch in die Kommentare, welche Erfahrungen du gesammelt hast. Ansonsten könnt ihr in der Videobeschreibung nachsehen, ich verlinke euch den Deflektor von KGU Music. Einfach mal reinlesen, vielleicht auch bestellen und ausprobieren. Meine Empfehlung ganz klar, Daumen hoch für den Deflektor, egal welchen Herstellers. Es ist eine reine Qualitätssteigerung für unser Trompetentraining, für unseren Überalltag. Und den Vorteil, wenn du in einer Coverband etc. spielst, du hast hier automatisch ein super Feedback, wenn du in einer Live-Situation bist und verausgabst dich nicht und spielst somit ausdauernder und leistungsstärker. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Lass am Ende noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.